Na ja, Papa. Ich muss jetzt gehen. Ich habe die Arbeit früher verlassen, um Hallo zu sagen. Und jetzt gehe ich. Ja, genau. Warten Sie eine Minute. Warum bist du wirklich hierher gekommen, Thomas? Ich habe es dir gesagt, Papa. Ich bin hier, weil ich nur Hallo sagen wollte. Ich muss jetzt nach Hause. Sie wissen, dass meine Frau schwanger ist, also muss ich nachsehen, ob es ihr gut geht. Haben Sie einen guten Tag. Ich glaube dir nicht. Ich kenne dich sehr gut, mein Sohn. Ich weiß, dass du Angst hast. Du wirst Vater und das kann doch beängstigend sein, oder? Das ist okay. Worüber redest du? Mir geht es gut. Ich habe keine Angst, oder? Calm her, mein Sohn. Setzen Sie sich bitte. Darüber müssen wir reden. Hinsetzen. Papa, mir geht es gut. Alles wird gut. Ich habe einen guten Job und wir haben ein Haus. Also, Ich bin dein Vater und ich sage dir, du sollst dich setzen. Wir müssen reden, also jetzt. ich muss es zugeben. Ich bin verängstigt. Ich weiß nichts darüber, wie man ein Kind großzieht. Ich glaube nicht, dass ich auf diese Herausforderung vorbereitet bin. Es ist das Größte, was mir bevorsteht. Entspann dich, mein Sohn. Niemand ist wirklich darauf vorbereitet, Vater zu werden. Es ist in Ordnung, deswegen Angst zu haben. Aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich weiß es nicht, Papa. Was wäre, wenn ich der schlechteste Vater aller Zeiten werde? Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. In Ordnung. Hört mir zu. Ich gebe Ihnen einige Tipps für die Erziehung Ihres Kindes. Kinder großzuziehen ist einer der härtesten und erfüllendsten Jobs der Welt, glauben Sie mir. Und auf diese Situation fühlen Sie sich vielleicht auch am wenigsten vorbereitet. Es ist mir passiert. Eines der Dinge, die Sie bei der Erziehung Ihres Kindes tun müssen, ist, das Selbstwertgefühl Ihres Kindes zu stärken. Schon als Babys beginnen Kinder, ihr Selbstbewusstsein zu entwickeln, wenn sie sich selbst durch die Augen ihrer Eltern sehen. Ihr Tonfall, ihre Körpersprache und jeder ihrer Gesichtsausdrücke werden von ihren Kindern absorbiert. Ihre Worte und Taten als Eltern wirken sich mehr als alles andere auf die Entwicklung ihres Selbstwertgefühls aus. Erfolge zu loben, wie klein sie auch sein mögen, wird sie stolz machen. Wenn man Kinder Dinge selbstständig erledigen lässt, fühlen sie sich fähig und stark. Im Gegensatz dazu führen herabwürdigende Kommentare oder der negative Vergleich eines Kindes mit einem anderen dazu, dass sich Kinder wertlos fühlen. Und bitte, vermeiden Sie es, übertriebene Aussagen zu machen oder Worte als Waffen einzusetzen. Kommentare wie „Was für eine dumme Sache" oder „Du benimmst dich eher wie ein Baby als wie dein kleiner Bruder". Sie können ebenso wie physische Schläge Schaden anrichten. Wählen Sie Ihre Worte sorgfältig und seien Sie mitfühlend. Lassen Sie Ihre Kinder wissen, dass jeder Fehler macht und dass Sie sie immer noch lieben, auch wenn sie ihr Verhalten nicht lieben. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie oft Sie an einem bestimmten Tag negativ auf Ihre Kinder reagieren? Möglicherweise kritisieren Sie viel häufiger, als dass Sie Komplimente machen.
Glauben Sie mir. Was würden Sie von einem Chef halten, der Sie mit so vielen negativen Ratschlägen behandelt? Auch wenn es gut gemeint war. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Ja, Vater. Ich verstehe es. Aber ich habe immer noch Angst. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht fertig. Der effektivere Ansatz besteht darin, Kinder dabei zu erwischen, etwas richtig zu tun. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Ich habe dir beim Spielen mit deiner Schwester zugesehen und du warst sehr geduldig. Diese Aussagen werden auf lange Sicht mehr dazu beitragen, gutes Verhalten zu fördern, als wiederholte Beschimpfungen. Achten Sie darauf, jeden Tag etwas zu finden, das Sie loben können. Seien Sie großzügig mit Belohnungen. Ihre Liebe, Umarmungen und Komplimente können Wunder bewirken und sind oft Belohnung genug. Bald werden Sie feststellen, dass Sie mehr Verhaltensweisen entwickeln, die Sie gerne sehen würden. Erinnern Sie sich nicht daran, wie es bei Ihnen als Kind war? Ich habe immer versucht, dich zu motivieren. Ja, daran erinnere ich mich. Du hast mir immer zu meinen guten Taten gratuliert. Das ist es, was Sie jetzt tun müssen, aber auch Grenzen setzen und konsequent mit Ihrer Disziplin umgehen müssen. Disziplin ist in jedem Haushalt notwendig. Das Ziel der Disziplin besteht darin, Kindern dabei zu helfen, akzeptable Verhaltensweisen zu wählen. Und Selbstbeherrschung lernen. Sie testen möglicherweise die Grenzen, die Sie für sie festlegen. Aber Sie brauchen diese Grenzen, um zu verantwortungsbewussten Erwachsenen heranzuwachsen. Das Aufstellen von Hausregeln hilft Kindern, ihre Erwartungen zu verstehen und Selbstbeherrschung zu entwickeln. Einige Regeln könnten sein: kein Fernsehen, bis die Hausaufgaben erledigt sind. Zum Beispiel. Oder vielleicht sind Schläge, Beschimpfungen oder verletzende Neckereien nicht erlaubt. Das ist ein weiteres Beispiel. Möglicherweise möchten Sie ein System einrichten. Eine Warnung, gefolgt von Konsequenzen. Wie zum Beispiel eine Auszeit oder der Verlust von Privilegien. Es wird von Ihnen abhängen. Ein häufiger Fehler, den Eltern machen, besteht darin, die Konsequenzen nicht zu beherzigen. Man kann Kinder nicht dafür bestrafen, dass sie an einem Tag etwas erwidern und es am nächsten Tag ignorieren. Nehmen Sie sich auch Zeit für Ihre Kinder. Für Eltern und Kinder ist es oft schwierig, zum Familienessen zusammenzukommen. Aber es gibt wahrscheinlich nichts, was Kinder lieber tun würden, als mit ihren Eltern zu Mittag zu essen. Stehen Sie morgens 10 Minuten früher auf, damit Sie mit Ihrem Kind frühstücken können. Oder lassen Sie das Geschirr in der Spüle und machen Sie nach dem Abendessen einen Spaziergang. Kinder, die von ihren Eltern nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie sich wünschen, benehmen sich oft schlecht. Weil sie so sicher wahrgenommen werden. Denken Sie bitte daran. Es ist wirklich wichtig. Machen Sie außerdem die Kommunikation zur Priorität. Das ist etwas sehr Wichtiges. Sie können nicht erwarten, dass Kinder alles tun, nur weil Sie als Eltern es sagen. Weißt du was?
Sie wollen und verdienen Erklärungen genauso wie Erwachsene. Wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, es zu erklären, beginnen Kinder, sich über unsere Werte und Motive zu wundern. Machen Sie Ihre Erwartungen deutlich. Wenn es ein Problem gibt, beschreiben Sie es, drücken Sie Ihre Gefühle. Und laden Sie Ihr Kind ein, mit Ihnen an einer Lösung zu arbeiten. Berücksichtigen Sie unbedingt die Konsequenzen. Machen Sie Vorschläge und bieten Sie Auswahlmöglichkeiten an. Seien Sie auch offen für die Vorschläge Ihres Kindes. Verhandeln. Kinder, die an Entscheidungen beteiligt sind motivierter, diese auch umzusetzen. All diese Tipps sind wirklich nützlich, Papa. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Danke schön. Und ich habe noch weitere Tipps für Sie, aber wir haben nicht genug Zeit. Vielleicht kann ich an einem anderen Tag wiederkommen. Ich brauche weitere Tipps, um mein Kind richtig zu erziehen. Und ich bin sicher, dass viele unserer Abonnenten das auch lernen möchten. Sie werden es so kommentieren. Ich hoffe es. Aber jetzt müssen wir gehen. Alles wird gut, mein Sohn.